In dieser Sektion werden wir am Aufnahmesystem arbeiten. Aktuell arbeiten halt die Basisattacken und Animationen. Der Spieler Char soll bei uns jetzt nicht in dieser Form attackieren, ohne eine Waffe. Das heißt, sobald er eine Waffe ausgerüstet hat, darf er auch attackieren. Hierfür werden wir einen nächsten Check machen. Und zwar, wenn der Spieler jetzt eine Waffe ausgerüstet hat, dann darf er mit der Waffe schlagen und sonst halt nicht. Da werden wir diese Code-Sektion hier noch erweitern. Bevor wir die Logik hier einbauen, werden wir erstmal dieses Pickup-System einrichten, damit der Spielercharakter auch eine Waffe in die Hand bekommt, wenn er das aufhebt. Danach erst wird er in der Lage sein, auch hier in der Sequenz weiterzukommen, um entsprechend auch Attacken ausführen zu dürfen. Hierzu haben wir schon Gegenstände erstellt und gehen in den Content Browser. Dort gehen wir in die Main in unser Pickups Folder, also in diesen Pickups Ordner, und haben hier unser Schwert und unser Schild. Die werden wir dann einfach verwenden. Hierzu machen wir eine neue Blueprint-Klasse im Ordner Basisklassen, Base Class. Hier wollen wir einen Blueprint erstellen, eine Blueprint-Class vom Typ Actor. Ich nenne das BP-Base Pickup. Jeder Gegenstand, den der Spielercharakter in der Welt aufheben darf, der wird dann entsprechend von dieser Elternklasse erben dürfen und die Funktionalitäten mitbekommen. Das heißt, Gegenstände sowie Schwert, Schild und Items, die werden dann entsprechend hier so ein Kind-Element sein von dem Ganzen. Hierfür öffnen wir das einmal und die Spielelogik hierfür wird dann entsprechend in diesem BP Base Pickup sein. Das Ganze wollen wir zunächst auf Replicated setzen. Hier unten Replicates. Der nächste wichtige Teil ist halt dieses Replicate Movement. Und unter Actor Can Be Damaged, das machen wir einmal aus. Ganz oben können wir auch noch hier diesen Start with Tick Enabled das auch ausmachen. Das sind unsere Standard-Settings für diese Elternklasse, die wir hier eingestellt haben. Compile and Save. Hier werden wir die Komponenten hier auf der linken Seite noch bearbeiten. Zunächst wollen wir einen Static Mesh hinzufügen. Das Static Mesh nenne ich Item. Und dann wollen wir mit diesem Item einfach die Default Scene Root ersetzen. Einfach rüberziehen nach oben und einfach Drop here to make it the new root. Dann wird das entsprechend dieses alte Root ersetzen. Das Item braucht bei uns noch eine Sphere Collision. Deswegen Item auswählen und darunter als Kind die Sphere Collision einfach auswählen. Mit dieser Sphere Collision werden wir dann arbeiten. Und zwar, wenn der Spieler dann hier reinkommt und die Kollision als Event hat, dann kann er dieses Item einfach aufheben. Also sowas in der Richtung, der Spielercharakter geht hier rein, die Collision wird dann aktiviert und dann kommt so ein Pop-up, möchtest du das Item aufheben? So etwas in der Richtung wird das sein. Jetzt wollen wir einmal das Item auswählen und ein paar Einstellungen vornehmen auf der rechten Seite. Unter Collision, da wollen wir Can Character Step Up On einfach auf No setzen. Die Generate Overlap Events wollen wir auch ausmachen für dieses Item. Die Collision Presets werden bei uns auch Custom sein. Wir wollen das Custom auswählen. Dann wollen wir hier auf alles ignorieren setzen. Die World Static und World Dynamic setzen wir auf Block. Die zwei brauchen wir mit World Static und World Dynamic, damit das Landscape diese Mesh auch blockiert in der Welt. Hat dann was mit dem Ingame Level zu tun. Und den Spieler wollen wir dann später mit der Mesh einfach kollidieren lassen. Das Ganze können wir dann einfach in der Sphäre handeln. Wir kompilieren und speichern. Also in der Sphäre handeln wir dann diese Kollision mit dem Spieler. Jetzt gehen wir über zur Sphere. Und bei der Sphere gehen wir auch wieder zur Collision-Sektion. Hier wollen wir wieder ein Custom erstellen. In der Sphere wollen wir allerdings den Generate Overlap anlassen. Das heißt, hier wollen wir, dass die Overlap-Events aufgezeichnet werden. Hier setzen wir alles erstmal auf Ignore. Und beim Pawn wollen wir einen Overlap zulassen. Das heißt, mit dem Spielercharakter wollen wir ja eine Kollision als Event haben, damit er später dieses Objekt auch aufheben kann. Einmal speichern und kompilieren. Dann gehen wir über zum Event Graph. Wir gehen hin und holen uns das Item hier und wollen die Physik simulieren. Set Simulate Physics. Den Default-Wert setzen wir auf True, also auf wahr bei Simulate. Einmal hier reinklicken. Das Ganze simuliert dann die Physik. Das heißt, diese Items, die fallen dann zu Boden.
und werden dann entsprechend einfach rumliegen. Sobald der Spieler aber die Items aufhebt, dann wollen wir diese Physics nicht mehr haben. Hierfür nutzen wir dann ein Blueprint-Interface. Statt mit Casting zu arbeiten, nutzen wir einfach ein Interface, um den Aktor zu holen. Hierfür gehen wir in den Content Browser und dort in den Interfaces-Ordner. Hier machen wir uns ein neues Blueprint-Interface über Rechtsklick Blueprint und dann einfach Blueprint-Interface. Ich habe meins int bp pickups genannt. Den fügen wir dann in unser bp base pickup ein. Hierfür gehen wir hier oben auf Class Settings und Implemented Interface auf der rechten Seite. Da fügen wir das Ganze hinzu über Add und geben dann int bp pickups ein. Jetzt öffnen wir das Interface einmal. Die Funktion, die hier gegeben ist, werden wir einfach umbenennen. Disable Physics, kompilieren und speichern. Und in unser BP Base Pickup, wann immer der Spieler dann so ein Item aufhebt, wollen wir die Physik einfach ausmachen. Hier wollen wir jetzt das Event Disable Physics einfügen. Einfach Rechtsklick. Hier gibt es so ein Add Event. Und da ist unser Event Disable Physics. Das Interface wird uns dann einfach dienen. Mit STRG D holen wir uns das gleich hier einmal runter und werden das verbinden und hier das auf False setzen. Das heißt, unser Interface wird das dann auf False setzen. Hier wollen wir jetzt Set Collision Enabled verwenden. Einfach hier rausziehen. Und zwar werden wir für das Item und für die Sphere das enablen. Jetzt hole ich mir erstmal das Item. Und hier links holen wir die Sphere auch nochmal her. Ziehen wir einfach rüber. Das Ganze verbinde ich hier. Wir wollen keine Kollision für beide an der Stelle. Das Ganze funktioniert so, dass wenn der Spieler Char gar keinen Gegenstand in der Hand hat, keine Waffe, dann ist die Logik später so, dass er auch nicht angreifen darf. Und für dieses Item als solches ist die Physik entsprechend nicht mehr simuliert, wenn der Spielercharakter das etwas in der Hand hält. Und die Collision ist auch entsprechend ausgeschaltet. Heißt, sobald der Spielercharakter etwas aufhebt, dann wollen wir bei diesem Item keine Simulation von Physik mehr haben und entsprechend auch keine Kollision mehr von dem Item und der Sphere. Jetzt wollen wir die Logik noch aufbauen, wann der Spieler in dieser Sphere ist. Hier können wir auf die Sphere auswählen und hier auf der rechten Seite komplett runter scrollen. Das sind die ganzen Events, die wir nutzen können für eine Kollision. Wir nutzen hierfür die On-Component Begin Overlap und On-Component End Overlap. Das sind auch so die meisten Komponenten, die bei Overlap man so nutzt. Holen wir uns die On-Component Begin Overlap einmal. Dieses Event On-Component Begin Overlap ist im Grunde so, dass wenn der Spieler in diesen Kreis eingeht, dann geschieht eine Überlappung und dann wird dieses Event angeschmissen. Und mit solchen Events kann man verschiedene Gegebenheiten einfach realisieren, um Events zu triggern. Zum Beispiel irgendwo eine Kiste aufmachen oder irgendwo eine Tür aufmachen. Dafür sind halt diese Events gut mit Overlap. In unserem Fall wird es so sein, dass sobald der Spieler in diese Sphere eingeht, wird er eine Option bekommen, möchtest du dieses Item auch aufheben. Das Ganze soll auf dem Server laufen und wir holen uns so einen Authority-Check. Switch has Authority. Das Ganze stellt dann sicher, dass der Server die Kollision auch handelt. Das Ganze wollen wir erstmal mit einem String testen, auf Serverseite mit Authority. Da holen wir uns so einen Print String und was er ausgeben soll, ist von diesem Other Actor den Namen. Get Display Name. Verbinden das Ganze. So sehen wir ein String von dem Other Actor. Der Other Actor ist in diesem Zusammenhang jetzt einfach der Spieler, der das Item im Grunde kollidiert oder mit dem kollidiert, indem er drüber geht. Und dann können wir das als String hiermit einmal sehen. Und zwar das Ganze auf Serverseite übermittelt. Das Ganze testen wir kurz, kompilieren und speichern. Holen uns dann über den Content Browser unseren Base Pickup, ziehen den einfach ins Testlevel, packen ihn irgendwo hin. Hier wollen wir, dass das im Game erstmal zu sehen ist, damit wir das testen können. Da gehe ich auf die Sphere hier unten. Unter Rendering wollen wir das einmal sehen in Game, um das zu testen. Hidden in Game machen wir einfach mal aus für unsere Testzwecke. Wenn ich das Ganze jetzt im Viewport simuliere,
und über die Sphere dann laufe, hier sieht man diese Visibility gerade, dann sieht man oben links, wie der Name von BP HeroChar ausgegeben wird. Das heißt, die Kollision ist da. Unser String wird angezeigt. Die Sphere wollen wir noch ein bisschen größer gestalten. Wenn wir das Ganze hier einmal anschauen und uns die Größenunterschiede angucken, dann ist der Charakter ja wesentlich größer als diese Sphere. Es wäre optimaler, das noch etwas größer zu machen. Damit haben wir auch einen besseren Pickup-Event. Hierzu gehen wir in BP Base Pickup und über Viewport. Da sehen wir unsere Sphere und können die hier größer gestalten unter Shape, Sphere Radius. Lass uns die mal doppelt so groß machen mit 64. Das Ganze müsste jetzt etwas größer sein. Ja, lass uns die noch größer gestalten. 72. Ja, das Ganze ist schon ein bisschen größer. Wir können das erstmal so beibelassen. Ihr könnt ja damit hantieren, ob das noch größer ist und sich dann besser aufnehmen lässt. Ich verliere und speichere das hier einmal. Mit diesem String-Ausgabe haben wir jetzt gewusst, es klappt alles, auf Serverseite auch, dass der Server das entsprechend vermittelt, diese Kollision. Können wir das einmal löschen. Bei dem ganzen Event wollen wir das so handeln, dass das nur für den Spieler gilt. Heißt, wenn irgendwelche Gegnercharaktere oder Enemies da rumlaufen, dass dieses Event nicht antriggern. Hierfür wollen wir halt checken, dass dieser Actor auch wirklich der Spieler ist, der das Event auch anschmeißt. Da gibt es halt mehrere Wege, wie man das machen kann. Man kann hier auch so einen Cast machen und dann entsprechend hier weitermachen. Wir nutzen allerdings einen einfacheren Weg. Wir haben ja unsere Tags. Wir haben ja den Enemy und den Player Tag. Wir holen uns einfach eine Funktion namens ActorHasTag. Machen einfach darüber die Prüfung. Das Ganze wird dann einfach weitermachen, wenn der Tag Player ist bei uns. Dann braucht man mit B gedrückt halten Branch Mode und klicken. Das heißt, es wird einfach weiterlaufen, sobald der Tag auch Player ist bei diesem Event. Das Ganze wird dann entsprechend ausgeführt, wenn der Aktor, der in diesen Kreis geht, in dieses 4, das Item, vom Typ Player ist, also vom Tag Actor, und zwar mit Player, sodass hier nur der Spieler berücksichtigt wird. Damit der Spieler davon profitieren kann, gehen wir einfach zu unserem HeroChar, unser BP HeroChar. Und beim BP HeroChar, da gehen wir einfach hin und holen uns oben die Class Defaults. Unter Search geben wir dann Tag ein und können hier unsere Tags vergeben für diese Blueprint-Klasse Hero. Und wenn der dann Player hat, dann kennen sie sich im Grunde, kompilieren und speichern. Zurück zur Base Pickup Blueprint sehen wir, dass wir von diesem Tag dann Gebrauch machen. Das heißt, dieser Tag hier mit Player, der hat ein Match mit unserem BP HeroChar, weil der als Blaupause, als Blueprint-Class auch hier den Tag hat mit Player. So haben wir unsere Tags einmal eingerichtet, die matchen auch und können hier weitermachen an der Stelle. Diese Logik, die hier weiterführt, die wird jetzt nur mit dem Player ausgeführt und diese Logik wird dann entsprechend einfach dieses Item mit dem Player verbinden. Hier wollen wir das nicht einfach automatisch machen, sondern wir wollen den Spieler fragen, ob er dieses Item auch aufnehmen will. Das heißt, sobald der Spielercharakter dann über dieses Item geht, wird er dann unten angezeigt bekommen, möchtest du es aufheben oder nicht. So in der Richtung. Wenn er dann einen Button drückt, einen bestimmten Knopf, dann kann er das ausrüsten. Das Ganze wird dann in dieser Richtung funktionieren. Das Ganze machen wir im Hero-Charakter, BP HeroChar, und wollen dann entsprechend eine Funktion oder ein Event hier einfach einsetzen, um das Ganze zu realisieren mit dem Pickup und mit dem Fragen. Hier braucht man natürlich die Information, was aufzuheben ist und ob der Spieler dann das aufheben möchte, um unsere Funktion hier einfach zu erweitern. Das wird bei uns eine weitere Logik sein. Wir können das Ganze, was wir hier schon haben, einmal kommentieren, auswählen, C drücken. Ich nenne das Attacken. Das Ganze machen wir dann über ein Interface, weil bei unserem Base Pickup, da haben wir ja den Actor und da kriegen wir nicht heraus, ob das der Spielercharakter ist oder nicht. Wir gehen den Weg über diesen Player Tag. Wir haben das Ganze hier performant gemacht, ohne jetzt Hardcasting. Und deswegen wollen wir über ein Interface zu dem Player-Charakter gehen, bei diesen Events, dass wir entsprechend auch die Informationen verknüpfen. Hier an der Stelle haben wir halt nur eine Other-Actor-Referenz und dafür nutzen wir dann ein Interface, um herauszufinden, wer da gerade das Gegenstand aufheben möchte. Hierzu gehen wir in unseren Content-Browser wieder zu unserem Interfaces-Ordner
und machen dort ein neues Interface. Und dieses Blueprint, das wird bei uns unter Blueprints ein Interface sein. bpint HeroChar nenne ich das. Das Interface wird entsprechend auch noch zugewiesen, und zwar unserem bp HeroChar. Hierfür gehe ich hin in die Class Settings oben. Unter Interfaces, Implemented Interfaces, da können wir entsprechend das dann hinzufügen. Int bp HeroChar. Das Ganze kompilieren und speichern. Dann gehen wir in unser neues Blueprint, int bp HeroChar, und nennen diese Funktion setPickupInfo, um halt so ein Aufheben-Info zu setzen. Das Ganze können wir dann als Event im Hero-Charakter nutzen, bp HeroChar. Da gehen wir einfach hin und holen uns das Event. Add Event. Hier haben wir unser setPickupInfo als Event. Also Add Event und dann einfach auf Event setPickupInfo. Dann habt ihr dieses Event. In unserem Blueprint Base Pickup können wir jetzt dieses Event setzen. setPickupInfo und das Ganze dann einfach verbinden mit dem Other Actor. Das Ganze sendet dann einfach eine Information an den Spieler und dann hat der Spieler eine Referenz zu diesem Other Actor. Hierzu wollen wir uns noch überlegen, was für eine Information dieses Pickup auch haben darf. Hierzu wollen wir ja wissen, wie dieses Pickup auch heißt. Dazu holen wir uns hier unten links Variablen, neue Variable. So einen Pickup-Namen. Das Ganze darf bei uns ein Text sein, statt Boolean. Kompilieren und speichern. Jetzt braucht man noch einen Input für unser Interface. Da gehen wir ins Interface über. Vom int bp HeroChar. Hier brauchen wir einen Input, und zwar vom Typ Text. Unseren Pickup Name. Wichtig ist halt kompilieren und speichern. Jetzt können wir im im Base Pickup, da können wir jetzt hier eine Variable einstöpseln. Da holen wir uns unseren Pickup Name hier unten links und verbinden das Ganze. Jetzt können wir im Hero-Charakter hier auch unseren Pickup Name bekommen, sobald dieses Event dann angeschmissen wird. Neben dem Namen wollen wir auch noch eine Referenz zu dem Pickup. Das heißt, wir brauchen eine Objektreferenz. Wir wollen an der Stelle ja das komplette Objekt, nicht nur den Namen, einfach dem Spieler senden, damit die Spieler-Charakterklasse die ganze Referenz hat zu dem Objekt. Hierzu sind wir in diesem bp Base Pickup und holen uns eine Selbstreferenz, die wir dann einfach weiterreichen. Rechtsklick Self-Reference. Get the reference to self. Hierzu werden wir unsere Blueprint, also Interface Blueprint erweitern als die Funktion. Hierzu gehen wir in den Interface Blueprint HeroChar und fügen eine weitere Input-Variable hinzu hier. Die ist dann vom Typ bp Base Pickup. Da holen wir uns unsere Klasse. Wichtig hier, dass wir eine Objektreferenz haben. Das hat er bei mir automatisch gemacht. Ihr könnt das sicher gehen, da einfach auf diesen Pfeil und dann hier Objektreferenz. Den brauchen wir. Das ist dann unser Pickup-Aktor. Kompilieren und speichern das Ganze. Im bp Base Pickup können wir das dann entsprechend hier erweitern und da die Self-Reference einfach weiterleiten. Speichern das Ganze hier und kompilieren das. Gehen zu unserem bp HeroChar und werden das hier über so eine Print-Ausgabe testen. Einfach Print String. Holen uns hier einfach den Pickup-Actor. Das Ganze befindet sich im Hero-Charakter. Kompilieren und speichern. Wenn der Spieler nun über so ein Objekt rüberläuft, dann müsst ihr uns einfach diesen Namen aktuell ausgeben. In unserem aktuellen Entwicklungsstand ist das unsere bp Base Pickup. Die dient halt als Elternelement für verschiedene Items, die wir noch haben werden, und schmeißt dann halt mit dem Ganzen, wenn dieser Tag dann auch entsprechend der Player ist, hier beim HeroChar die Objektreferenz weiter, und zwar den Pickup Actor und den Pickup Name. Hier kommen dann natürlich später einfach andere Namen und Gegenstände, die dann von bp Base Pickup einfach erben spielen. Sprich, wenn wir dann diese bp Base Pickup einfach da diese Kind-Elemente dann später im weiteren Verlauf erstellen, dann wird er uns andere Namen schmeißen und Vektoren einfach weitergeben. Sowas wie ein Schwert oder ein Schild oder ein Item, ein Trank zum Beispiel, sodass wir dann im Grunde unsere Pickups dann auch so verwenden können. Und je nachdem, welches Item dort ja ein Collider hat mit dem Player, der halt vom Typ Player ist, also mit dem Tag versehen ist, dann werden wir entsprechend hier so ein Pop-up aufgeben lassen. Möchtest du das aufheben oder nicht?
mit den entsprechenden Informationen, die wir dann auch weiterleiten. Sowas wie ja, Item-Name. Die ganze Logik kommt dann halt beim BP Player Char hier an, wird dann weiterverarbeitet. Der String kommt jetzt auf der Spielerseite. Das wollen wir einmal testen. Einen kurzen Cut. Das funktioniert hier. Wenn ich hier rüberlaufe, dann hat er den Namen von diesem Item oder vom Actor jetzt BP Base Pickup. Das zeigt er jedes Mal an, wenn ich rüberlaufe. Was ich gemacht habe, ich habe alles gespeichert und das Projekt einfach neu gestartet. Der hatte bei mir irgendwie wahrscheinlich irgendeinen so einen Pufferüberlauf, wahrscheinlich RAM-basiert. Wenn wir uns das hier einmal anschauen, dann funktioniert das entsprechend hier. Was mir aufgefallen ist, ich habe Player falsch geschrieben als Tag im BP Hero Char. Und zwar dort auf Class Defaults Tag. Da ist es wichtig, dass hier der Tag Player ist. Ich habe ihn einfach bei mir falsch geschrieben gehabt. Das war auch so ein Punkt. Wenn hier Player steht und hier Player steht, bei der Base Pickup, dann sollte das auch bei euch funktionieren. So wie bei mir. Wenn ich rüberlaufe, dann habe ich den Namen des Items. Das heißt, wir kriegen den Namen direkt über den Actor und können uns dann dieses Pickup-Name hier sparen. Hierzu gehen wir einmal in diesen Blueprint rein, und zwar vom Interface, und können hier diesen Pickup-Name auch wieder löschen, weil den bekommen wir direkt über diesen Pickup-Actor, verlieren und speichern das Ganze, dass wir über den Weg entsprechend das einfach bekommen, wie der Gegenstand dann heißt. Können wir den Pickup-Name einfach löschen, um den richtigen Namen dann über das Self-Referenced-Objekt zu bekommen. Wir haben hier unten links ja unseren Pickup-Name als Variable in diesem Objekt schon inne. Das heißt, wenn wir den einfach benennen, sagen wir mal irgendwie sowas wie das ist so ein großes Zweihandschwert, Big Huge Two-Hand Sword, dann ist es entsprechend in der Variable Pickup Name gespeichert von diesem Objekt, BP Base Pickup. Und auf der Spielerseite beim BP Hero Char, da kann man sich den Namen dann einfach holen. Und zwar diesen Pickup Actor, den holt man sich. Get Pickup Name, dann haben wir die Variablennamen oder die Variable und die hat einen Text, der dann entsprechend so heißt, wie das Item heißt. Für den Test werden wir einfach diesen Namen einfach hier in den String packen und entsprechend den Namen ausgeben. Den Text, der in dieser Variable Pickup Name gespeichert ist, vom Actor. Und hier haben wir die Referenz zu dem Actor weitergeleitet. Das heißt, auf der Spielerseite werden wir dann entsprechend den Namen hier bekommen, Big Huge Two-Hand Sword. Wir das Ganze einmal speichern und laufen lassen. Wenn ich dann über das Objekt laufe, dann sehe ich halt oben links Big Huge Two-Hand Sword. So haben wir uns die Variable geholt. Das war jetzt eine kleine Einführung in Collision, wie man das Ganze macht und diese Overlap-Events und wie man Informationen dann zu anderen Blueprint-Klassen sendet. In unserem Fall kommunizieren wir mit einem anderen Blueprint. Und zwar ist das so eine Basiskommunikation zwischen Blueprints. Das Blueprint BP Base Pickup, das kommuniziert mit dieser Methode dann mit unserem Blueprint Hero Char und bekommt dann Informationen auf dieser Seite. Diese Logik funktioniert mit jedem Aktor. Das heißt, ihr könnt irgendwelche Blueprints so kommunizieren lassen mit dieser Methodik, die wir hier gerade gesehen haben, weil das Ganze über diese Aktorreferenz geht und wir hier einen Actor haben, der entsprechend dann einfach Actor ist. So können wir das Ganze in verschiedenen Blueprint-Klassen einsetzen, um zwischen Blueprints einfach Kommunikation herzustellen. Das Ganze halt über die Self-Reference hier, indem man den Blueprint-Aktor, also den Actor, der dann in-game mit so einem Objekt kollidiert, einfach weiterleitet. Der andere Actor braucht im Grunde nur ein Interface, das er implementiert, und man braucht die Selbstreferenzierung auf der Gegenseite, die das Ganze dann entsprechend einfach rüberschiebt zu dem anderen Blueprint, um dann Logiken weiter hier führen zu können. Das heißt, hier wird der komplette Aktor rübergesendet und man hat hier Zugriff auf alle Informationen auf der Gegenstelle, mit denen man dann auch weiterarbeiten kann. Ich denke, das ist ein ziemlich hilfreiches Unterfangen, dass wir heute kennengelernt haben, wie wir den Aktor einfach weitersenden mit den Blueprint Interfaces bei einem bestimmten Event. Das Ganze über Server mit Authority und den Tags, die dann entsprechend auch eine Filterfunktion bieten. Das Ganze viel performanter, als wenn man jetzt über eine Cast-Methode geht und den anderen Weg über die Hard-Referenzierung macht. Das war's auch für dieses Video.
Im nächsten Video werden wir noch mehr mit den Logiken hier anstellen. Wir werden entsprechend auch ein Kindelement erstellen von der Base Pickup, was wie ein Schwert, um dann halt das Schwert dem Spieler ausrüsten zu lassen, wenn er über so ein Schwert geht. Dann sehen wir uns im nächsten Video.